Hey Leute, mein Name ist Gregor. Wie schon letzte Woche, wo es um diese neue Gabel ging, bin ich immer noch in Arizona in der Wüste und diesmal geht es um den niegelnagelneuen Fox DHX2 oder Float X2. Das heißt Stahl- oder Luftdämpfer, ist ziemlich viel neu dran. Ich konnte beide testen und alles, was es zum Dämpfer und natürlich zu den Testeindrücken zu wissen gibt, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten, also bleibt hier auf jeden Fall dran. Schnitt und ich bin zurück aus Arizona im Studio und fackeln wir nicht lang drum herum, kommen wir zu den technischen Details der beiden Dämpfer, die ihr hier vor mir seht. Da hat sich wirklich einiges geändert, denn vor 10 Jahren hat Fox den X2 bzw. die beiden X2-Versionen als Twin-Tube-Dämpfer vorgestellt. Das hat sich jetzt geändert, denn Fox setzt hier künftig auf eine Monotube-Dämpfung. Was die Unterschiede sind, da müssen wir ganz kurz was erklären. Das wird ein ganz bisschen trocken, aber ich verspreche, dass ich mich äußerst kurz halte. Hier gibt es eine wunderschöne Grafik, die ich selbst gezeichnet habe. Die blenden wir euch nochmal größer hinten ein, aber die verdeutlicht, glaube ich, so halbwegs, um was es geht. Das ist ein Twin-Tube-Dämpfer, das ist ein Monotube-Dämpfer, was jetzt die neue Architektur ist. Die ist auch sehr verbreitet. Es gibt auch andere viele Dämpfer, die so funktionieren, zum Beispiel auch die ganzen RockShox-Modelle, aber auch andere Dämpfer der Firma Fox. Der Twin-Tube-Dämpfer, auf den man bis jetzt gesetzt hat, bei dem gibt es ein inneres Rohr und ein äußeres Rohr, das quasi da drumherum geschachtelt ist. Wenn sich der Kolben, der Dämpfer einfedert, dann verdrängt der Kolben Öl. Ein bisschen was kann zwar durchgehen, aber vor allem verdrängt er Öl. Das Öl bewegt sich hier durch den Compression-Einsteller. Ein bisschen was geht hier oben in den Piggyback rein. Hier ist eine Gasladung, die das Öl so ein bisschen vorspannt und quasi das verdrängte Öl vom Schaft, der hier reinfährt, aufnimmt. Das meiste geht aber hier außen durchs äußere Rohr zurück und fließt wieder hinter den Kolben. Federt er wieder aus, geht die ganze Chose rückwärts von hier außen rum durch den Rebound-Versteller und wieder vorne rein. Das ist der Twin-Tube-Dämpfer. Beim Monotube-Dämpfer gibt es nur ein Rohr. Der Name sagt es ja auch schon. In diesem Fall steht das Öl mehr oder weniger im Dämpfer. Es bewegt sich relativ wenig und der Kolben mit seinem Schaft bewegt sich durch das Öl. Ein bisschen Öl wird natürlich vom Schaft verdrängt. Der fährt ja hier unten rein, nimmt immer mehr Bauraum weg. Das geht hier oben durch den Compression-Einsteller in den Piggyback. Hier diese Gasladung, da gibt es so einen Trennkolben, der bewegt sich ein bisschen, nimmt das verdrängte Öl auf. Und wenn es wieder ausfedert, geht es einmal genau denselben Weg zurück. Der Rebound und auch ein großer Teil der Druckstufendämpfung fällt hier an diesem Hauptkolben ab. Jetzt beim Rebound zum Beispiel ist es so, hier ist so ein bisschen angedeutet, hier ist der Versteller, hier ist so eine Nadel, das wäre jetzt ein Low-Speed-Rebound, die verschließt quasi hier eine Öffnung und wenn der jetzt ausfedert, dann muss hier Öl durch diese Öffnung wieder hier zurück auf die andere Seite vom Kolben. Je nachdem wie tief die Nadel drin ist, hat man mehr oder weniger Low-Speed-Rebound. Warum hat Fox also jetzt das Dämpfungssystem umgestellt? Sie sagen, ihr großes Anliegen wäre gewesen, die perfekte Pressure Balance zu treffen. Das ist was sie schon bei ihren Gabeldämpfungen im letzten Jahr angegeben und versucht haben. Und sie sagen einfach, mit dem alten System wäre das nicht möglich gewesen. Und der Grund ist, ich habe es erklärt, beim Twin-Tube-System ist das Öl immer also zirkulär in Bewegung. Und außerdem fällt ein großer Teil vom Druck einmal am Hauptkolben ab, dann am Dämpfungsversteller. Dadurch hat man so verschiedene Druckbereiche im Dämpfer. Sie sagen, Sie wollen einen möglichst ausgeglichenen Druck haben. Das würde besser mit dem Monotube-System gehen. Dort steht das Öl mehr oder weniger still. Es wird weniger durchmischt, weniger bewegt. Der Dämpfer soll einfach reaktiver sein, schneller auf Änderungen reagieren können quasi. Und man hat einen Großteil von der Dämpfung eben an dem Hauptkolben. Dort ist auch der Großteil vom Druckabfall. Wäre besser zu tunen. Insgesamt einfach ein schnelleres, zuverlässigeres und reaktiveres System. Nun sind Monotube-Dämpfer im Mountainbike-Bereich überhaupt keine Seltenheit. Wahrscheinlich sogar die meisten Dämpfer setzen auf dieses System. Fox sagt aber, sie haben was geschafft, was vor ihnen noch niemand geschafft hat. Und zwar, sie haben einen Monotube-Dämpfer gebaut, der trotzdem am Rebound und an der Druckstufe getrennt in High- und Low-Speed-Bereich verstellt werden kann. Warum das nicht so ganz einfach ist, das kann man auf jeden Fall erklären und sieht man auch ein bisschen auf der Grafik, die ich gezeigt hatte. Und zwar beim Twin-Tube-Design waren ja Rebound- und Compression-Versteller hier oben. Das ist technisch sehr einfach, man setzt hier einfach 2 Ventile ein und das Öl zirkuliert da immer so durch. Bei Monotube ist ja jetzt der Rebound, zwar High- und Low-Speed, auf dem Hauptkolben, der ist hier innen drin im Dämpfer. Das bedeutet, diese beiden ineinander verschachtelten Einsteller, das ist Low-Speed, das ist High-Speed-Rebound, die müssen quasi eine lange Stange bewegen, die hier durch den kompletten Schaft geht bis nach da vorne. Der Low-Speed-Rebound besteht aus einer Nadel, die wird immer so vorn zurückgeschoben, innen verdeckt so ein kleines Loch. Der High-Speed-Rebound ist das VVC,
Das ist ein System, das Fox schon lange benutzt und es ist eben so eine Platte, die auf so einer Spindel gedreht wird quasi. Und das ist einfach relativ schwierig, auf so kleinem Bauraum einmal quasi so eine Bewegung und einmal eine Drehbewegung umzusetzen. Haben sie aber geschafft, sind sie super stolz drauf und behaupten sie, und das wird auch so sein, dass es das an keinem anderen Dämpfer gibt. Neben der laut Fox verbesserten Reaktionszeit soll der neue Dämpfer auch zuverlässiger sein, also einfach haltbarer, nicht so oft kaputt gehen. Einerseits soll es an einem neuen Dämpfungsdesign liegen, andererseits daran, beim Kolbdämpfer sieht man es gut, der Schaft vom Kolben, der ist ganz schön dick geworden, 12,7 mm misst er mittlerweile, und das soll auch einfach gut bei vielen Bikes sein, bei denen der Dämpfer einfach viele Querlasten abgibt, besonders wenn man hier vorne so eine fette, steife Trunnion-Aufnahme hat, ist der Dämpfer fast schon integraler Bestandteil des Rahmens, und ja, das soll er einfach in Zukunft besser aushalten und nicht so schnell kaputt gehen. Durch den größeren Schaft sieht man auch, der Piggyback, der ist jetzt so seitlich eingebaut. Das konnte mir auch keiner so richtig beantworten, warum eigentlich. Vielleicht ist es besser für den Bauraum, und der ist einfach insgesamt größer geworden, denn der fettere Schaft verdrängt natürlich mehr Öl. Das heißt, man braucht hier auch mehr Volumen, das in dem Piggyback aufgenommen werden kann. Ansonsten die Rebound-Bandbreite und die Verstellung, die sollen so ein bisschen sinnvoller und spürbarer sein als zuvor, und insgesamt auch der Hauptkolben innen drin, den man jetzt hier nicht sehen kann, der soll deutlich größer sein. Dadurch, dass er größer ist, kann man mehr Shims drauf bauen, und dadurch soll es insgesamt einfach intern besser tunbar, besser anpassbar sein als am alten Dämpfer. So viel also zu den ganzen technischen Details zur Dämpfung. Ich hoffe, ihr konntet da gut folgen. Wenn ihr Fragen habt, postet die auf jeden Fall unten in die Kommentare, und wir werden versuchen, da weiter drauf einzugehen. Ein paar andere Sachen gibt es auch noch. Der Luftdämpfer kann jetzt insgesamt 350 PSI in der Luftkammer aufnehmen, also gestiegener Druck. Und es gibt ein neues Spacer-System. Die habe ich hier, die sind jetzt so bunt, entweder grün für 1 Kubikzentimeter oder blau für 2 Kubikzentimeter. Funktionieren ähnlich wie vorher, die werden so um den Dämpferbody herum zusammengeklipst. Das heißt, ihr müsst den Dämpfer nicht ausbauen, um Volumenspacer ein- und auszubauen. Und manche werden es vielleicht erkannt haben am Stahldämpfer, die SLS, also diese super leichten Federn von Fox, sind jetzt auch in schwarz erhältlich, nicht mehr nur in orange. Ich hoffe, ihr seid nach all diesen Details noch nicht eingeschlafen, denn jetzt geht es natürlich um den spannenden Teil, die Testeindrücke. Und ja, wir konnten beide Dämpfer fahren, den Kolbdämpfer in einem Specialized Stumpjumper Evo, den Luftdämpfer in dem aktuellen Santa Cruz Bronson, und sowohl in Arizona als auch einige Wochen auf unseren Home Trails. Im Vergleich zu einem Gabeltest muss man natürlich immer sagen, am Dämpfer ist es so eine Sache, der Tune hat natürlich eine große Rolle, der muss auch aufs Bike angepasst sein, generell die Bike-Kinematik spielt auf jeden Fall auch eine große Rolle. Trotzdem lassen sich natürlich ein paar allgemeingültige Aussagen treffen, auf die ich jetzt eingehen will. Man kann allgemein auf jeden Fall schon mal sagen, es ist super, dass Fox es hier geschafft hat mit dem Rebound, allerdings gerade am Bronson oder auch an anderen Rädern, die hinten so ein bisschen verschachtelt sind, sind die Knöpfe sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen. Das kann man designtechnisch nicht ändern. Man kann leider, also mir fällt auch keine bessere Änderung ein, um die ein bisschen größer zu machen, denn vor allem der High-Speed Rebound, der ist recht schwer verstellbar, die Klicks sind nicht so gut spürbar, und wenn man dann mit spitzen Fingern irgendwo rein muss, selbst am Stumpjumper, wo der eigentlich sehr offen liegt, aber hier so ein bisschen das Yoke drumherum geht, ist es recht schwer, den zu verstellen und dabei auch noch die Klicks zu spüren. Das muss man einfach nur wissen, das ist irgendwie so eine Sache, den wird man einmal gut einstellen und dann irgendwie versuchen, nicht mehr so oft anzufassen. Außerdem beim Kolbdämpfer, wenn man den abbaut, muss das hier auch abgebaut werden. Hier ist eine Schraube. Dabei dreht sich der Low-Speed-Versteller gerne mit, den kann man mit einer Zange festhalten. Ich würde vor allem empfehlen, die Klicks aufzuschreiben, falls man doch mal aus Versehen was verdrehen sollte. Insgesamt fanden wir die Rebound-Einstellung recht gut spürbar. Das war auch einfach, da ein passendes Setting zu finden. Wer da ein bisschen rumnörden will, auf jeden Fall cool, dass es getrennt einstellbar ist. Ein bisschen anders ist bei der Druckstufe, vor allem die Low-Speed-Druckstufe, die hat jetzt einfach einen geringeren Einstellbereich als vorher, denn ich hatte es vorhin erklärt, es geht ja weniger Öl jetzt hier oben in den Piggyback, das zirkuliert nicht mehr so krass. Das heißt, ein Großteil von der Dämpfung findet hier am Hauptkolben statt. Der Einsteller hat nicht mehr so einen ganz so großen Einfluss quasi. Das muss nichts Schlimmes sein, man braucht halt einfach den passenden Tune, das sollte man auf jeden Fall beachten, wobei mir da gesagt wurde, dass es meistens bei den allermeisten Bikes ohnehin der Standard-Tune passen würde, und wer sein Bike mit dem Dämpfer drin kauft, der wird ohnehin einen perfekt drauf abgestimmten Dämpfer bekommen.
Den Low-Speed Compression, die fand ich tatsächlich schwierig zu erspüren. Da habe ich jetzt keine riesigen Unterschiede gemerkt, habe mich nachher so darauf geeinigt, einfach ein relativ offenes Setting zu fahren. High-Speed ein bisschen anders, fand ich, wenn man es zugedreht hat, wurde es schon relativ harsh auf meinen Trails. Es hat auch viele High-Speed-Schläge, ausgewaschen, harter Boden, so fett rausstehende Wurzeln. Also ich bin insgesamt ein ziemlich offenes Setting am Ende gefahren. Die Dämpfer sprechen auf jeden Fall gut an, sind jetzt aber irgendwie nicht mega krass sensibel. Also gerade der Coil-Dämpfer hat jetzt nicht so ein super fluffiges Fahrgefühl erzeugt, sondern eher sportlich. Man merkt voll, er braucht Anpressdruck, dann klebt er gut am Boden. Wenn man mal so ein bisschen passiv oder nicht gut positioniert auf dem Fahrrad auf einen fetten Hit drauf stößt, dann kriegt man den auch mal ein bisschen weitergereicht. Also es hat insgesamt eher ein sportliches Fahrgefühl meiner Meinung nach. Die Dämpfer sprechen auf jeden Fall super sensibel an, das ist man ja auch heutzutage wirklich gewohnt. Sie sind jetzt aber nicht super fluffig, sondern vermitteln eher ein sportliches Fahrgefühl. Vor allem beim Coil-Dämpfer fand ich es auffällig. Der macht das Rad jetzt nicht zu einem Sofa, sondern man braucht schon ein bisschen Anpressdruck, dann folgt er dem Boden wirklich sehr gut. Wenn man aber mal so ein bisschen lasch auf dem Rad sitzt oder eine schlechte Position hat, dann kann man auch ein kleines bisschen von einer Wurzel oder ähnlichem hochgekickt werden. Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass der Dämpfer ein bisschen mehr druckstufenmäßig, ein bisschen mehr Gegenhalt bietet als der vorherige. Ist jetzt schwer zu sagen, ohne den direkten Vergleich zu haben. Was auf jeden Fall auffällt, ist, die Pedalierplattform ist bei den Rädern, die wir hatten, gut zu erreichen. Also dieser Hebel lässt sich gut umlegen und hat einen viel, viel größeren Einfluss als beim vorherigen Dämpfer. Da hat es noch teilweise bei manchen Rädern relativ stark gewippt. Der hier, es ist nicht dieser vollständige harte Lockout, wie man ihn teilweise von RockShox kennt, sondern man hat schon noch so ein kleines Polster, auf dem man fährt, aber bei unseren beiden Rädern war danach einfach Ruhe, es war kein Wippen mehr feststellbar. Und insgesamt denke ich ein sehr guter Kompromiss aus einfach Antriebsneutralität und noch so das Minimum an Grip, das man vielleicht in einem schottrigen oder leicht wurzeligen Uphill gebrauchen könnte. Dann können wir auch schon zum Fazit kommen und ja, man kann sagen, wir haben insgesamt einen positiven Gesamteindruck von diesem Dämpfer. Aber er ist jetzt nicht super revolutionär. Es ist jetzt nicht so, dass sich ein komplett neues Fahrgefühl bietet. Hängt sicherlich total von den Bikes ab. Wenn die Dämpfer, wie von Fox versprochen, einfach viel besser einstellbar und anpassbar sind und vor allem eine deutlich bessere Haltbarkeit haben, ist es auf jeden Fall für den Endnutzer eine super Nachricht, die mehr als willkommen ist. Nach wie vor cool für vor allem Leute, die sich mit den Details beschäftigen wollen, ist, dass High- und Low-Speed, Compression und Rebound wieder getrennt einstellbar sind. Werden nicht alle gebrauchen, aber wenn man da Bock drauf hat, sich mit zu beschäftigen, ist es auf jeden Fall ein super cooles Feature und ich würde sagen, für viele Trail- und Enduro-Fahrer die auffälligste Neuerung ist vor allem einfach die Pedalierplattform, die jetzt wesentlich härter und meines Erachtens auch sinnvoller ausfällt. Bisschen negativ erwähnen muss man, die Dämpfer sind ganz schön schwer, wir haben nachgewogen, der Luftdämpfer ist ca. 100 Gramm schwerer als der Vorgänger, das ist schon relativ signifikant. Wer total auf Leichtbau getrimmt ist, sollte es auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Für die meisten, die sich so einen dicken Dämpfer kaufen, wird es jetzt nicht so eine riesige Rolle spielen. Ich hoffe, das Video war informativ und hat euch gefallen. Wenn ihr noch Nachfragen, Kritik oder ähnliches habt, dann postet es auf jeden Fall hier unten in die Kommentare. Wir werden versuchen, auf alles einzugehen und wir verlinken euch natürlich auch unten den Testartikel mit nochmal allen technischen Details zum Nachlesen. Und ja, lasst ein Like da, abonniert den Kanal und würde mich freuen, euch hier wiederzusehen. Bis zum nächsten Mal.